Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute für euch von Nextorch die TA30 Max. Alter. Ja, wir haben euch ja vor kurzem die TA30... Ich sehe nichts mehr, Stefan. Oh, hier ist der Tisch, alles klar. Wir haben euch ja vor kurzem die TA30 Operator und die TA30 Gen 2 vorgestellt und haben auch schon angeteasert, dass wir euch die TA30 Max vorstellen. Und genau das machen wir jetzt. Und bevor wir in die Details gehen, gibt es einmal für euch kurz im Überblick die Spezifikation zur TA30 Max. Die TA30 Max hat im Vergleich zur TA30 Gen 2 und zur TA30 Operator 2100 Lumen in der Maximalstufe. Weiterhin gibt es einen High Mode in 2100 Lumen, Medium Mode in 380 Lumen, einen Low Mode in 70 Lumen und dann wieder einen Strobe Mode, der auch mit 2100 Lumen läuft. Die Maße sind 153 mm x 28 mm x 36 mm. Sie wiegt 148 Gramm ohne Batterie. Verwendet wird das gleiche Material wie auch bei der TA30. Es ist Flugzeugaluminium. Betrieben wird die Lampe mit einem 21700 Akku. Die Lampe ist 2 Meter wasserdicht und auch 2 Meter fallgeschützt gegen Stöße. Jetzt können wir sie ja auch mal enthüllen, die guten Damen und Herren hier. TA30 Operator, TA30 Max, TA30 Gen 2, hier haben wir sie ja alle beieinander nochmal. Wir haben übrigens, ich muss einmal noch mal kurz auf die TA30 zurückspringen, wir haben nämlich so viele Fragen das letzte Mal bekommen auf das TA30 Video, weil ich ja immer erzähle, der Thermring und die TA30 sind die beste Kombination. Das will ich einmal noch mal kurz demonstrieren, wie das funktioniert. Bei der Gen 1 hat man noch mal ein bisschen Klebeband gebraucht, um das zu unterfüttern, sage ich mal. Das kann man auch hier nach wie vor verwenden. Ich sage euch auch gleich warum. Weil wenn ich kein Klebeband verwende, dann habe ich folgendes Phänomen oder folgende Funktion. Eigentlich ist es ein Feature. So, ist zusammengeschraubt, funktioniert. Also, ihr seht, man braucht kein Klebeband, das funktioniert. Es ist auch fest. Also es kann jetzt nicht nach unten wegrutschen, auch nicht nach oben, das ist wirklich fest. Aber ich kann jetzt den Ring nicht mehr drehen. Jetzt kommt's. Wenn ihr jetzt hier ein bisschen weiter dreht, quasi also nur den Ring dreht, ohne das Gewinde, dann habt ihr quasi ein bisschen Spiel gewonnen. Und jetzt könnt ihr mit dem Ring die verschiedenen Leuchtstufen bedienen. Ja, das heißt, ich kann jetzt wirklich mit dem Ring umschalten. Und das ist natürlich eine ganz geile Sache. Ja, gerade wenn ich jetzt hier in dem Modus bin und jetzt hier anschalten muss, kann ich jetzt hier entsprechend drehen und habe dann trotzdem, wenn ich hinten dagegen drücke, dann immer den Stroboskop-Modus. Das nochmal dafür. Und wie gesagt, wenn das bei euch nicht so gut passen sollte, aus irgendwelchen Gründen, dann einfach ein bisschen Klebeband runterpacken. Dieses ganz dünne schwarze Elektro-Tape, das funktioniert da sehr gut. Hatte ich jetzt hier bei meiner jahrelang nicht, aber ein Jahr ungefähr im Einsatz und das hat einwandfrei funktioniert. Hier bei der Gen 2 und bei der Operator brauche ich es nicht mehr. Und bei der TA30 Max, seht ihr schon, wird das nicht funktionieren, leider Gottes. Weil die ist zu dick. Aber die würde ich auch nicht führen wollen, weil ich glaube, wenn ich da einmal schwinge, dann reiße ich mir die Hand so weit nach unten, dass ich, ja, und es ist ein Riesenklotz in der Hose. Das ist wirklich eine ordentliche, amtliche Dienstlampe, aber nichts für den Gebrauch an und mit der Schusswaffe. Ja, ihr habt es gerade in den Spezifikationen schon gesehen oder gehört. Von den Werten her ist bis auf die Leistung eigentlich alles gleich geblieben. Alles größer, besser, mehr, wie die Amerikaner, sage ich mal. Für uns der Riesenvorteil ist, mit der TA30 Operator oder mit der TA30 konnte man ja PKW-Scheiben einschlagen mit dem Glasbrecher. Dadurch, dass die TA30 hier einen größeren Glasbrecher hat, gehen damit auch LKW-Scheiben. Ja. Eine weitere Änderung ist hier nochmal zusätzlich am Endschalter haben wir jeweils rechts und links nochmal eine Erhöhung. Dadurch kann die Lampe auch auf dem Kopf, also auf dem Tail stehen quasi. Was natürlich schön ist, wenn man irgendwie mal eine Ausleuchtung nach oben braucht. Dann drehe ich sie quasi einmal an, kann sie abstellen und habe dann ordentlich Licht nach oben. So. Nextorch gibt an, mit der Lampe 250 Meter Reichweite zu erreichen. Wir haben das mal getestet. Ist nicht ganz so weit, würden wir jetzt sagen. Wir haben das mal so zwischen 150 und 200 Meter, das ist das, was ihr hier seht, getestet. Und da haben wir auch die Reichweite erreicht, also 150, 200 Meter auf jeden Fall.
Und was natürlich im Vergleich zur TA30 hervorsticht, ist, dass man nochmal eine deutlich höhere Seitenausleuchtung hat. Also gerade hier als Behördenlampe im Nahumfeld hat man wirklich mehr Licht an den Seiten auch. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Faktor, gerade wenn man hier irgendeine Suchgeschichte macht. Das ist eine feine Sache. Ich möchte euch noch mal kurz was zu den Leuchtstufen sagen. Wir hatten nämlich auch beim letzten Video einen Kommentar zum Thema Olight Warrior, ja, dass die ja auch quasi eine einzigartige Funktion hat, aber die ist halt nicht vergleichbar mit der Funktion von der TA30-Serie. Ihr habt hier hinten einmal den Endschalter, wenn ich den leicht eindrücke, habt ihr die maximale Leuchtstufe und wenn ich ihn durchdrücke, habt ihr Stroboskop. Wenn ich jetzt hier das Rad drehe, das kann ich übrigens alles einhändig machen, habe ich die niedrigste Leuchtstufe, mittlere Leuchtstufe, hohe Leuchtstufe, Stroboskop. Und egal, in welcher Leuchtstufe ich bin, mal angenommen, ich bin jetzt hier in der Low-Leuchtstufe, drücke ich hinten drauf, habe ich sofort wieder volles Licht und drücke ich weiter durch, habe ich immer Stroboskop. Das heißt, egal in welchem Modus ich bin, diese Modi habe ich immer, außer natürlich im Stroboskop-Modus. Wenn ich da hinten drauf drücke, habe ich hellstes Licht, Dauerlicht und wenn ich dann durchdrücke, auch wieder Stroboskop. Also das heißt, Stroboskop ist durchgängig, egal wie ich drücke. Das nochmal zu den Leuchtstufen. Und hier nochmal der Vergleich TA30 Operator, TA30 Max. Welches Lichtschwert ist das stärkere? Zur Verarbeitung der Lampe muss ich wohl nicht mehr viel sagen. Die Nextorch TA30 Serie ist absolut top verarbeitet. Ihr habt die Glasbrecher vorne. Ihr habt ein sehr cooles, griffiges Gehäuse. Das ist hier dieser Riffelung geschuldet. Also die Lampe greift sich unheimlich gut. Hier bei der TA30 Max habt ihr einen 5000 mAh Akku mit dabei. Der, muss man übrigens nochmal sagen, hatte gerade mit dem Thomas Nextorch, heißt eigentlich Thomas Nextorch, Thomas Nachtigall von Nextorch gesprochen. Und der sagte mir auch, er hat gehört, dass manche Lampenhersteller keine Akkus mitschicken oder keine Batterien mitschicken, sondern die Lampe einfach ohne Batterie kommt. Ja, und was machen die Leute? Die kaufen sich dann irgendeinen Cheng-Beng-Mist, ja, und wundern sich dann, dass die Lampe nicht performt. Bei Nextorch habt ihr immer einen ordentlichen Akku mit dabei. Der wird aber extern geladen. Also nicht so wie das bei anderen Herstellern ist, dass man mit einem Magnetschalter lädt, sondern hier muss ich leider den Akku aus der Lampe rausnehmen, kann dann hier das Kabel entsprechend anschließen und dann über USB oder einem ähnlichen Adapter dann hinten dran auch an der Steckdose laden. Was habt ihr noch? Ein Lanyard, den kann ich hier auch natürlich super setzen an der Erhöhung hier an der Endkappe. Ersatzdichtungsringe und ein Universal Handschellenschlüssel. Das war's. Wer vorhat, nicht nur Pkw-Scheiben einzuschlagen, sondern auch an die LKWs rangehen möchte, ist mit der TA30 Max bestens bedient. Ansonsten kriegt ihr natürlich hier nochmal ein amtliches Pfund an Lampe mit ordentlich mehr Leistung als gegenüber der TA30. Man muss sich natürlich dafür überlegen, an der Waffe oder mit der Waffe ist die hier eindeutig die bessere Lampe, auch zum täglichen Führen. Das ist natürlich ein Lichtschwert vor dem Herrn. Gibt es bei Riken Company, der Link ist unten eingeblendet. Habt ihr noch Fragen zur TA30 Max? Haben wir irgendwas vergessen, euch zu erzählen? Schreibt es in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal, denkt daran, die Glocke zu klicken, damit ihr auch beim nächsten Mal über neue Videos informiert werdet. Und dann sehen wir uns. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Und zwar die Operator. Gut, dann macht die an. Gut. Los, go. TA30 Operator und TA30 Max. Operator Max. Operator Max. Operator Max. Operator Max. Max, 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 Max. Operator Max. Deutliche Seitenausleuchtung. Weniger Seitenausleuchtung. Dann machst du die auch voll. Geh mal her. Voll. Mach mal aus. Was ist denn mit deiner Operator los? Vielleicht ist sie im Operator-Modus. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, tatsächlich. Okay, also nochmal. Also nochmal. Entschuldigung. Warte mal. Läuft nochmal. Ich habe es wieder voll verkackt und war im Operator-Modus. War natürlich nur 300 Lumen. So.